hat der so viele Sachen in meinen Kopf gepumpt, dass ich gedacht habe, weißt du, Rico, alles, was du bisher gelernt hast über Video machen, über Online sein und das ist alles Kacke, fang nochmal komplett bei Null an. Also was Olli da drauf hat, das ist echt der absolute Wahnsinn. Und das war nur so aus dem Ärmel raus, was der so gehauen hat. Und er hat gesagt, Rico, du musst... Ja, aber es ist nicht alles Kacke. Ich muss da sofort intervenieren. Es ist nicht alles Kacke, was wir können. Ich glaube, ihr trifft immer so, das ist, als wenn du dich mit einem Fußballtrainer unterhältst. Der wird auch immer sagen, ja, du spielst schon ganz gut, aber. Und alles, was alle machen gerade, vollkommen richtig. Jeder, der überhaupt erstmal losläuft, ist vollkommen in Ordnung und mehr als perfekt. Die nicht machen, die sollten mal hier so anfassen. Das ist halt einfach mal der erste Punkt, den ich jedem mitgeben will. Also ob du ein Greenscreen nutzt, eine Handykamera im Dunkeln, was auch immer, dass du überhaupt erstmal machst, Chapeau, Hut ab, das ist der erste und wichtigste Schritt. Mal so, sorry dafür. Und dass du das auch so formulierst, das ist einer meiner Lieblingssätze, dass ich meinen Kunden immer mitgebe, lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten. Also geh raus und mach es einfach mal. Die Leute werden dir das verzeihen, wenn deine Handykamera ein bisschen wackelt. Die werden dir das verzeihen, wenn dein Hintergrund nicht perfekt ist. Aber was sie dir nicht verzeihen ist, wenn du eine Stunde Video raushaust und es ist nur Grütze zu hören. Also wenn der Output da ist, dann werden sie dir alles Mögliche verzeihen. Und was wir letztens hatten, Ton. Absolut. Kommen wir zu. Ton ist ein Riesenthema, habe ich auf dem Zettel stehen. Gut, die Agenda habe ich jetzt gerade nach hinten gefeuert, aber ich habe es noch im Kopf. Ich weiß genau, was ich dich fragen will. Nun bist du absoluter Top-Experte, aber die meisten werden mit deinem Namen nichts anfangen können, Olli. Für diejenigen, die dich nicht kennen, stell dich den Leuten doch mal ganz kurz vor und sag, wer ist Oliver Albrecht? Ja, schon mal sehr gut. Das fängt schon mal super an hier mit Selbstvorstellen. Also, wer mich nicht kennt, wahrscheinlich kennst du mich, wenn du mit einem Hermann Scherer zu tun hattest oder mit einem Tobias Beck oder einem Dennis Scharnweber, du warst beim Speak Club oder bei Greater irgendwo, dann hast du vermutbar schon mal irgendwo meinen Namen dunkel wahrgenommen. Ich zähle zu denen, die hinter der Kamera eigentlich sind. Also, dass ich vor der Kamera sitze und über das spreche, was wir alle im Geheimen machen, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich damit angefangen habe, weil ich festgestellt habe, einer muss ja mal rausgehen und so ein bisschen zeigen, was machen wir eigentlich da für einen Job und wie wichtig ist denn unser Job und unsere Branche. Ich habe die Filme für Hermann mitbegleitet, knapp 2 Jahre, ich glaube 1,5 oder 2 Jahre. Für Tobi haben wir den Film gedreht, die Masterclass of Personality. Für Dennis Scharnweber jetzt begleitet und auch das Live-Event jetzt gerade während dieser interessanten Zeit haben wir mit Dennis auch ein Live-Event auf die Beine gestellt, was ohne Teilnehmer stattfand. Und ich liebe es einfach halt, Menschen und Marken auch so sichtbar zu machen vor einer Kamera, aber gleichenfalls auch noch ein paar Strategien dahinter, weil Film ist nicht alles, aber da kommen wir ja nachher noch mal zu. Nur ein Film ist halt Schwachsinn. Das bringt halt auch gar nichts. Also ich bin einer von den 124.000 Menschen, die deine Instagram-Story verfolgen und ich weiß, dass du deine Abende auch damit verbringst, 2 Kilometer durch die Stadt zu laufen, um die beste Paella auf der Insel zu finden. Also du sitzt nicht die sah auch leider sah die echt nicht lecker eklig aus, aber sie war's. Sie war wirklich, ja, sie sah richtig eklig aus. Aber sie war verdammt lecker. Und zwar ist das diese Super bei denen hier. Und das ist genau der Einstieg, wo ich gedacht habe, da musst du ihn nachfragen. Wenn du etwas hast, was wirklich toll ist und du willst das in Video fassen und willst es den anderen Menschen zeigen. Die meisten Leute, die uns zuhören und zuschauen, sind relativ weit am Anfang. Die sagen, ich würde gerne mal mit Video anfangen. Ich würde gerne mal rausgehen und mich zur Marke machen. Ich würde mich gerne mal präsentieren. Was sind so deine ersten Tipps? Weil wenn man Oliver Albrecht hört und was du alles gemacht hast, dann sinkt man ja schon auf die Knie und sagt, um Gottes Willen, das lasse ich lieber, weil in die Liga komme ich gar nicht. Was wären so deine ersten Steps, wo du die Leute mitnehmen würdest und würdest sagen, starte mal mit 1, 2, 3? Danke, dass du es so schön ansprichst. Es ist ja auch ein eigenes Learning gewesen. Also ich hab ein Produkt dieses Jahr, mein erstes eigenes Online-Produkt gelauncht und stellte am Ende fest, kurz nach dem Launch, dass mein Produkt bei den Menschen gar nicht so gut ankommt. Und dann habe ich überlegt, ob es an der Qualität des Produktes liegt, was ja viele von uns kennen. Also jeder, der startet, denkt dann immer, ist mein Produkt schon richtig genug? Ist da genügend Qualität drin? Gedanken ausmachen von, ist mein Produkt richtig oder bin ich gut genug oder habe ich genügend? Den Gedanken aufmachen, von welchem Schritt, wo euer Kunde steht, den ihr haben wollt, mit dem ihr arbeiten wollt. Wo steht der? Und was wäre der nächste Schritt, den er machen muss? Nur ein Schritt. Nicht 15 oder 20, sondern ein Schritt.
Und wenn ihr diesen Schritt selber gemacht habt, dann helft ihm, diesen einen Schritt zu machen. Nicht die Fehler wegnehmen, nur helfen, diesen Schritt zu machen. Das wäre so Tipp Nummer 1, dass der Kunde mit euch mit kann. Weil du hast es so schön gesagt, Rico, wenn man das sieht, und ich habe das bei meinen eigenen Werbefilmen gesehen, die wir gemacht haben, die haben ein so hohes Level für die Kundschaft gesetzt, dass folgendes Statement wir gehört haben: So krasse Filme werde ich nie machen können. Das heißt, ich habe einen Glaubenssatz bei meinen Kunden, die ich haben wollte, aufgemacht, den ich eigentlich ja gar nicht aufmachen wollte. Richtig geil. Ich habe das schon mal bei dir gehört, dass du gesagt hast, also wenn du so lange wartest, bis du am Ende angekommen bist und dann deinen potenziellen Schülern erklärst, wie es funktioniert, bist du einfach Galaxien von denen entfernt. Dann nehmen sie dich nicht mehr wahr. Also für mich ist das so, als wenn ich jetzt jemandem sage, wie kommst du von Flensburg nach München? Dann fahre ich nicht erst von Flensburg nach München und rufe dann von München aus an und erkläre ihm die ganze Strecke, sondern ich fahre von Flensburg los bis nach Hamburg, rufe ihn an und sage, jetzt pass auf, ich erkläre dir, wie du von Flensburg nach Hamburg kommst. Dann fahre ich von Hamburg nach Hannover und so weiter. Also wirklich in Etappen. A, versteht er mich besser und B, bin ich deutlich dichter dran. Richtig, richtig geil. Danke für den Tipp auf jeden Fall schon mal. Ja, es ist dieses Prinzip eines Navigationssystems. Also, wenn wir immer mal so den Gedanken wieder brauchen, so, wie kann ich am Kunden den Weg am besten erklären? Versucht euch im Kopf einfach das Navigationssystem wieder in den Kopf zu rufen. Das Navigationssystem sagt ja auch nicht, fahren Sie bitte auf die A7, dann auf die A2, dann 500 Meter und kaut ihr alles vor, sondern es sagt dir immer Etappen, so wie du es gerade gesagt hast. Und das soll man immer wieder im Kopf haben. Unsere Kunden brauchen Etappen und die brauchen wir selber auch, sonst sehen wir gar nicht, wie weit wir gehen. Ne? Ist im Film übrigens nicht anders. Also wir sagen auch nicht, wir haben ein Storyboard und jetzt gehen wir los und drehen alles an einem Tag. Ein Film wird in der Regel nicht hier produziert und hier endet, sondern wir arbeiten so in Etappen, dass wir zum Teil manchmal das hier drehen und das hier und den Anfang vielleicht ganz zum Schluss erst, weil wir in Etappen arbeiten. Und genauso müssen wir mit unseren Kunden auch arbeiten. Immer. Ich überlege gerade Tipp Nummer 2. Jetzt haben wir versucht so die Zeit zu... Brück doch noch die Zeit. Ich versuche mal einen zweiten Tipp zu finden. Also ein zweiter Tipp, ich weiß es, weil wir lange miteinander gesprochen haben und du hast es eingangs auch gesagt, ist einfach mal rausgehen und einfach mal machen und nicht warten, bis man irgendwann perfekt ist. Wir haben jetzt zum Beispiel im Vorfeld für unsere Ankündigung, für unseren Livestream heute, haben ganz viele Leute gefragt, naja klar, eine Frage an so einen Typen ist natürlich, was brauche ich für ein Equipment? Also sollen die Leute jetzt morgen losgehen zum Amazon und zum Saturn und sollen sich für 7.000 Euro ein Equipment kaufen? Was ist der Tipp von einem Oliver Albrecht? Wenn ich jetzt Coach, Trainer, Berater bin zum Beispiel und will da rausgehen, was brauche ich für ein Equipment technischerseits? Also es gibt alle Wege. Aber ich werde heute 3 Wege aufmachen. Und ich nenne das immer das Low-Budget, das Mid-Budget und das High-Budget. Je nachdem, wo A, das eigene Bankkonto steht und das Interesse zu investieren, kann man reinsteigen. Man muss nicht das teuerste nehmen, man muss nicht das mittelste nehmen, man muss nicht das günstigste nehmen. Das ist einfach ein persönliches Gefühl. Wir hatten das im Vorgespräch ja auch. Ja, okay, ich mag Tiefenunschärfe. Also das, was ich habe, dass es hinten unscharf wird, das fängt halt meist bei größeren Kameras an. So Spiegelreflexkameras, die man so kennt, mit denen man Fotos macht. Da komme ich zum ersten Tipp. Es gibt gerade aktuell, weil die Welt sich ja gerade so ein klein wenig digitalisiert und das finde ich sehr, sehr schön, hat Canon, ich bin jetzt nicht von Canon gesponsert aktuell dafür gerade heute, aber Canon hat was Schönes rausgebracht. Die haben viele ihrer auch Sony und Fujitsu und alle anderen Hersteller haben wunderbare Kameras. Aber dieser eine Hersteller, muss man dazu sagen, hat etwas Schönes rausgebracht, was ich mir Rico empfohlen habe. Die haben für ihre Kameras ein Update rausgebracht, um alte Kameras, die in der Regel so 200-300 Euro kosten, was schon viel ist. Aber so eine 200-300 Euro Kamera mit einem Objektiv kann man jetzt als Webcam nutzen. Das bedeutet, man hat eine Fotokamera, um Fotos zu machen von sich. Dann kann man die als Webcam nutzen und kriegt so einen schönen Hintergrund hin und ist vorne scharf mit einer Kamera für 200-300 Euro. PS, eine gute Webcam kostet auch nicht weniger. Das muss man sich mal reinpfeifen. Eine gute Webcam liegt bei 200-300 Euro auf jeden Fall. Wie heißen denn? Brio und wie sie nicht alle heißen. Also ich bin auch kein Webcam-Freund. Alle, die eine Canon haben, von einer ganz bestimmten Serie, ja? Wir können diesen Link auch gerne mal reinschicken oder gerne, wer dann Interesse hat, auch gerne notfalls anschreiben.
Ich weiß, dass es für Canon aktuell ist. Ich weiß auch, dass Sony danach zieht. Sony hat sogar eigene Geräte extra dafür. Die liegen auch alle so im Bereich dann bei 400 bis 500 Euro. Und dann gibt es eine Variante, die haben wir heute hier. Ich habe eine größere Kamera dabei, aber ich habe den Elgato Camlink. Das ist so ein kleiner USB-Stick, den kann ich euch leider gerade nicht zeigen, da an der Kamera drin ist. Ein kleiner USB-Stick und der wird an den PC angeschlossen. Und an der anderen Seite des Sticks wird die Kamera mit HDMI angeschlossen. Das ist jetzt so die Profi-Variante. Oder das ist die einfachste Variante für die, die sagen, was kann der bewirken? Der macht aus dieser Filmkamera, also das hier ist eine Filmkamera, eine Blackmagic, für alle, die so Factsheets mal wollen. Das ist eine Blackmagic Pocket 4K, also ein etwas größeres Gerät. Der macht aus dieser Kamera jetzt eine Webcam. Also die wird jetzt bei Zoom gerade so eingespeist. Okay. Ist ein etwas größeres Gerät. Und für alle, die sagen, ich will erst mal machen. Also es muss nicht gerade diese Marke sein, ne? Aber das reicht, Leute. Wenn ihr die Smartphone-Kameras nehmt und ihr ballert die auf ein Stativ und nehmt nicht diese Seite, sondern diese Seite, dann habt ihr eine sehr gute Qualität und damit geht ihr bei Zoom rein und stellt euch einfach nur, wenn ihr habt einen Laptop oder einen PC daneben, wo ihr Zoom nochmal offen habt. Das heißt, ihr seid zweimal bei Zoom drin. Einmal am PC und dann macht ihr den Ton aus, Mikro aus und einmal am Smartphone. Und dann habt ihr eine wunderschöne Qualität, weil Smartphones haben eine richtig gute Kameraqualität. Also ich habe genau dieses Chapeau, Setup, was du lassen. gerade ansprichst, nutze ich übrigens. Also falls mich jetzt jemand sehen sollte im Bilde, mein Computer steht hier vor mir mit einem USB-Kabel, ist angeschlossen mein iPhone 11 Pro. Das ist genauso, wie Oliver das gerade gezeigt hat, mit der Hauptkamera auf mich gerichtet. Und das steht auf so einem Stativ. Das passt also in jede Handtasche. Ja. Das ist ausklappbar, ausziehbar. Unten kann man noch Beinchen ausstellen, wie so ein Tripod. Und so steht das hinter meinem Computer. Und ist einfach im Zoom unten anwählbar. Wenn das angeschlossen ist, kannst du anwählen, welche Kamera du haben willst, die integrierte oder eine externe. Und da klicke ich dann einfach auf die externe. Und ich nutze tatsächlich noch keine Kamera, weil für mich ist es im Moment ein bisschen schwer, die zu bestellen. Ich lebe, wie gesagt, auf einer Insel. Oliver hat mir dann ein sensationelles Setup empfohlen, dem werde ich auch folgen, aber es ist im Moment noch ein bisschen schwierig, das zu bekommen. Aber erstmal, um es zu machen. Generell für alle, auch in Deutschland gerade. Auch in Deutschland ist gerade schwer, die zu bekommen. Tatsächlich? Ja. Ach so, also okay. Ich habe gerade jetzt mehreren Kunden das empfohlen und zu Weihnachten brauche ich nichts erzählen. Also was verschenkt man den Trainern, Coaches und Beratern zu Weihnachten aktuell? Höchstwahrscheinlich Setup, um Videos zu machen. Klar. Also schon mal geiler Tipp. Also Tipp 1 ist die Canon-Sony-Geschichte, die jetzt nachrüsten und sagen... Echt vergriffen. Ja. Also Canon, Sony nachrüsten, erster Tipp. Zweiter Tipp, das Handy nehmen. Gebraucht auch. Und last but not least, Licht. Also 90% von dem, warum Videos schlecht sind, ist Licht. Weil nicht genügend Licht im Raum ist. Also ihr seht ja, ich bin recht hell und der Hintergrund ist ein bisschen dunkler. So, wenn ich das Licht mal hier ausmache, dann wäre das gar nicht mehr so sexy. Also wäre jetzt nicht so doll zu sehen. Im Hintergrund ist zwar trotzdem schön, aber ich bin dunkel. Und je mehr Licht ihr habt im Raum, desto mehr kann man euch wahrnehmen und desto schöner ist das Bild. Wichtig, vorne versuchen, dass ihr viel Licht bei euch habt und der Hintergrund ein bisschen dunkler wird und dieses Farbige, was ich jetzt habe, das kann man mit 30 € LED-Lampen vom Gelben Riesen, also von der großen Bucht machen oder wo auch immer man sich die kauft. Da muss man keine schweineteuren Lampen holen. Da gibt es diese Garten-LEDs in farbig, in RGB. Die kann man mit einer Fernbedienung steuern, dann stellt man sich zwei hin, eine links, eine rechts, irgendwo hinten im Hintergrund, sodass man das, wie bei mir jetzt hinterm Rücken, ich zeig das mal, hier hinten steht sie ja, da auf dem Koffer, dass man die nicht sieht. Und schon habt ihr einen schönen farbigen Raum. Und den macht man, um eine Stimmung im Raum zu erzeugen. Weil wenn ich es ausmachen würde, wäre es halt einfach nur, ein Raum. Der ist ja in Ordnung. Aber manchmal gibt es halt ein extra Gefühl. Ist auch ein bisschen mehr für sich selbst einfach nur. Oliver, du nimmst die ganze Magie deines Raumes. Du gehst an die Seite, man sieht den Koffer und man sieht eine LED da drauf stehen. Das ist ja wie ein Magier, der seine Zaubertricks verrät. Das ist ja gruselig. Und ich mache das total gerne. Also das ist ja auch etwas, weil man sich dann immer fragt, wie machen die Leute das? Und ich glaube, das ist so ein bisschen was
ich mag auch zu zeigen, wie funktioniert's. Aber es gibt noch einen Bonus. Also wir haben jetzt 3, aber es gibt einen Bonus und der Bonus ist super, super entscheidend. Was ihr bei Rico und mir seht, ist, schaut mal, diese Linie. Also wenn ich meinen Finger nehme und ich mache mal so Richtung Kamera, dann lande ich genau hier in der Mitte. Weil ich die Kamera genau auf Augenhöhe habe. Und was ich total häufig feststelle, ist, dass Menschen in irgendwelchen Meetings so da sitzen oder so nach oben gucken. Wenn ihr eine Kamera nehmt, egal ob es ein Smartphone ist oder was auch immer, auf Augenhöhe, so wie ihr mit einem Menschen auch reden wollt, ihr guckt dem ja auch in die Augen, also ihr guckt genau in die Mitte, hier, da, in die Mitte von der Linse. Weil so rede ich ja auch mit jemandem. Ist anfangs übrigens unangenehm, darf ich sagen, kenne ich auch noch, aber irgendwann legt sich das. Irgendwann, ich höre ja Rico, also stelle ich mir vor, er sitzt da drin. Bisschen klein ist Rico heute, aber er sitzt da drin. So, das ist der Bonustipp für alle. Ist übrigens bei ganz vielen fällt mir das auf. Beim Smartphone geht es übrigens noch, finde ich, weil der Bildschirm relativ klein ist mit 5,4, 5,6 Zoll, dass der Sprecher selbst dazu neigt, auf sein eigenes Bild zu schauen auf dem Smartphone. Das geht beim Smartphone, weil das ist so ganz leicht nur neben der Kamera. Ganz schlimm wird es übrigens, liebe Freunde, beim iPad. Wenn ihr beim iPad ein Zoom-Meeting macht, ihr guckt sowas von krass an der Kamera vorbei. Da muss man sich wirklich zwingen, in die Linse zu schauen. Das wird aber schwer, weil das iPad, der Monitor recht groß ist. Ich würde dringend von einem iPad abraten, weil man neigt wirklich dazu, kilometerweit an seinem Gesprächspartner vorbeizuschauen. But here's the trick. Also wirklich ganz, ganz einfaches, simple Solution. Wir haben ja, unsere Kameras sitzen ja, also wenn man es da hat, sitzt die Kamera ja da oben irgendwo, da. Wenn man das nicht hat, dann sitzt die Kamera ja da. So, spiegelverkehrt. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann mir doch was ausdrucken, ein Foto oder irgendwas, was ich witzig finde, wo ich gerne hinschaue, und dann klebe ich mir das drumrum. Das heißt, ich schaue dann immer dahin, wo ich gerne hinschauen will, weil wir gucken nur in Objektive nicht rein, weil uns Objektive kein Feedback, kein Signal geben. Und meistens, da ist ja auch kein Licht drin, also es kommt ja kein Licht aus der Kamera. Wo ich jetzt zum Beispiel hinschaue, ist, ich gucke jetzt auf den roten Punkt der Kamera, also ich habe hier so ein Licht, was mir sagt, dass wir aufnehmen. Und jetzt gucke ich ins Objektiv. Und jetzt gucke ich auf meinen Monitor, wo ich mich selber sehe. Und hier oben über der Kamera befindet sich auch ein Monitor. Und wenn ich da reinschaue, sieht das so aus. Also genau frontal reinschauen. Und wenn ihr, wie gesagt, merkt, ich kriege das mit den Augen nicht hin, klebt euch was um die Kamera rum. Also so habe ich angefangen für mich. Ja, absolut geiler Tipp mit dem Bild auf der Rückseite des Handys bei Easy. der Linse da. Muss ich mir merken. Also bei mir zum Beispiel, hatte ich ein Interview mit einer ganz, ganz spannenden Frau, das ist noch nicht veröffentlicht. Die fragte mich dann nach dem Interview, sag mal, Rico, ich finde das so toll. Während wir im Zoom-Call waren, hast du mich die ganze Zeit angeschaut, während wir miteinander gesprochen haben. Wie machst du das? Mein Trick an der Stelle, ich muss mal gucken, vielleicht fotografiere ich immer mein Setup oder so. Ich bin da totaler Laie. Aber ich mache das wirklich mit den einfachsten Tricks und mit den einfachsten Mitteln. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass mein Laptop hier vor mir steht und das Handy guckt gerade so oben drüber über die Kante des Laptops. Und nun kannst du ja bei Zoom eine Sprecheransicht auswählen. Und meine Sprecheransicht ist so gewählt, dass ich mich selber in riesengroß auf dem Bildschirm hier sehe. Aber ich interessiere mich ja nicht. Ich möchte ja meinem Gesprächspartner in die Augen schauen. Und der Oliver, den habe ich ganz klein gemacht. Und dieses Fenster kann man bewegen im Zoom. Und das habe ich ganz oben an die Kante des Laptoprandes geschoben, sodass es genau unterhalb des Handys sitzt. Und ich gucke den Oliver an. Und schon sieht es so aus, als würde ich in die Kamera schauen. Ich zum Beispiel mag das unheimlich, dich zu sehen, weil ich auch deine Mimik, deine Gestik sehen will, während ich mit dir rede. Deswegen schiebe ich dein Bild da ganz klein oben hin. Meine Zoom-Videos, die ich aufnehme und bei YouTube eben veröffentliche, sehen anders aus als die anderen. Die anderen machen das meistens, dass beide Bilder nebeneinander sind. Bei mir ist immer die Sprecheransicht. Der Sprecher ist gerade groß. Also das sind zwei wunderschöne Wege. Vielen Dank. Ich finde diesen Tipp auch so genial. Den habe ich gar nicht so für mich gesehen. Ich zum Beispiel, ich schaue dich an, aber ich habe dich ja vorhin gesehen. So, und jetzt habe ich dich. Das ist aber dann auch wahrscheinlich ein bisschen Arbeit mit Film. Ich habe so, weißt du, ich stell mir dich ja vor, so, und ich habe dich ja vorhin gesehen, ich habe dich vorhin auch einmal lachen gesehen, somit kann ich, wenn du lachst, mir das auch vorstellen, wie du lachst. Und ich bekomme auch selber ein anderes Gefühl. Also das ist die Arbeit mit Kamera, also was viele Actors halt haben,
wenn sie vor der Kamera spielen, ist, sie lernen, einen Menschen sich vorzustellen. Also wenn du einen Menschen siehst und er spiegelt dir keine Emotionen, was ja bei Meetings gerne mal der Fall ist, und du merkst, das wird schwierig, dann versuch dir den Sprecher, dein Gegenüber, lachend vorzustellen und du siehst gerade, was bei mir passiert. Allein in dem Moment, wo ich mir das vorstelle, kommt ein natürliches Schmunzeln und ein natürliches Grinsen hin. Weil wir haben manchmal so Meetingpartner, die haben es halt nicht mit dem Lächeln. So. Und wenn du es aber dann sendest, weil du es dir vorstellst, kommt dein Gegenüber auch in den State, weil er merkt, oh, fuck, irgendwas läuft hier verkehrt. Und dann sendet er das zurück und dann spiegelt sich das hoch. Und dann wird das eine unglaublich warme und warmherzige Geschichte. Und das machen halt Schauspieler auch. Sie stellen sich Sachen vor. Und dann, wenn man das macht, und das ist so ein kleines Geheimnis, dann kommen die Leute auch in dieses Feeling der Kamera, weil sie die Kamera total ausblenden. Also für mich, jetzt, wo ich sage, raff ich, dass sie hier ist, ansonsten merke ich es nicht. Ansonsten habe ich dich gefühlt hier vor mir sitzen. So als kleine Idee. Ist ein bisschen weit gegriffen, aber das macht man dann in Kameratraining. Glaube ich, bedarf aber wahnsinnig viel Übung, Training, ja. Und da muss man wirklich Profi sein. Da ich da überhaupt nicht Profi bin, versuche ich mich mit diesen kleinen Tricks so auszubalancieren. Und aber ich finde die gut. Also ich bin da nicht drauf gekommen. Der ist geil. Ja, also ich schaue dich an, wenn du redest, was natürlich eigentlich unhöflich ist. Also wenn du neben mir stehen würdest, wäre es unhöflich, weil mein Bild auf meinem Monitor groß ist. Also für jeden, der nicht versteht, was ich meine, schickt mir gerne mal eine WhatsApp oder ruft mich an. Dann zeige ich euch das. Das sind 2 Klicks bei Zoom, dann diese Fensterchen in der Größe zu verändern. Und dann schiebt ihr euren Gesprächspartner dann eben nach oben unter die Kamera und dann guckt ihr ihn die ganze Zeit an. Pervers, ich habe das gerade ausprobiert. Danke für den Tipp. Ja, es sieht so aus, als guckt man in die Kamera. Also insofern richtig geil. Also Setup haben wir schon mal besprochen, was Kamera angeht. Licht haben wir besprochen. Licht ist monsterwichtig, gerade wenn es um YouTube geht. Was ist mit Ton? Ich habe ganz oft den Satz gehört, Menschen würden dir sogar ein schlechtes Bild verzeihen, aber keinen schlechten Ton. Ist auch so. Also was wir kennen ist, wir kennen es sogar aus dem Fernsehen. Also jeder, der es im Fernsehen schon mal gesehen hat, manchmal gibt es so ganz komische Handyaufnahmen, die sind dann im Hochformat und dann ist links und rechts das so unscharf. Und wir gucken uns diese Footages trotzdem an, wenn der Ton dahinter vom Voice-Over oder vom Sprecher unglaublich gut ist. Und das, was wirklich entscheidend ist, ist, wir nehmen Videos zwar wahr, aber knapp 85% aller Videos am Markt werden nur gehört und nicht gesehen. Nochmal. 85% aller Videos am Markt werden nur gehört und nicht gesehen. Das ist eine erschreckend hohe Quote. Und das bedeutet einfach, Menschen kaufen sich Online-Kurse, schauen sich YouTube-Videos an und sie berieseln. Deswegen sagt man ja auch Fernsehen. Also es findet in der Ferne statt und wir lassen uns berieseln. Und deswegen ist der Ton so entscheidend. Deswegen ist es ja auch immer mehr, dass Hersteller ganz teure Audiosysteme in die Fernseher von Hause aus schon einbauen. Weil der Ton so entscheidend ist. Und weil er dafür sorgt, ob ich ein Gefühl bekomme oder nicht. Das Gefühl bekomme ich auch übers Bild, klar. Aber hauptsächlich wird die erste Emotion über den Ton aufgemacht, im Herzen. Und dann folgt Verstand und der Körper durchs Bild. Deswegen ist es unglaublich entscheidend, guten Ton. Und den kriegt man über verschiedene Varianten hin. Auf jeden Fall nicht über AirPods. Das darf ich sagen. Sieht man aber ganz oft kurioserweise, ne? Dass die Leute tatsächlich mit AirPods da sitzen und ihre Videos aufnehmen. Ja, aber ich habe ihn aber nur drin, um dich zu hören. Du nutzt den AirPods zum Hören, nicht als Mikrofon. Du hast ihn, um meine Stimme zu hören. Genau, ich nehme den deswegen, um zu hören, weil ich habe hier unten ein Mikrofon, da darf ich Werbung für die Firma machen. Du darfst alles, bei Online-Denken dürfen wir alles machen. Okay, also ich empfehle von Herzen aus verschiedene Firmen, aber Sennheiser und Rode sind die Marken, die ich wirklich von Haus aus gerne empfehle, weil ich einfach mit denen an jedem Set bisher gearbeitet habe. Ich habe die Dinger rund um die Welt geschleppt und bisher war ich immer zufrieden. Ich verwende hier heute, was ihr hört, ein Rode VideoMic NTG. Ganz wichtig, NTG. Das ist eine Variante, die kann man per USB an den Laptop anschließen, so wie hier jetzt gemacht. Und dann in Zoom das Mikrofon auswählen. Vorteil ist jetzt, ich könnte mir an dieses Mikrofon hier nochmal Kopfhörer ranhängen und mir Kopfhörer aufsetzen, wenn ich zum Beispiel einen Podcast mache. Das heißt, das ist auch podcastfähig.
Ich untersuche, Damit nehme ich meinen. wenn ich den Profi schon mal dran habe, untersuche ich hier gerade mein Mikrofon und prüfe. Ja. Da ist sogar ein Kopfhöreranschluss dran. Ich habe das Rode NT USB. Da wird ein Unterschied sein, du wirst es uns gleich erklären. NTG, ja, aber es ist ähnlich, ja. Also das NTG ist halt kleiner, also es ist wirklich so Reiseformatfaktor. Der Vorteil im NTG ist, wir können es per USB an den Laptop anschließen und damit Podcasts aufnehmen, Zoom-Interviews machen, was auch immer. Es ist gerichtet auf meinen Mund. Abstand, seht ihr hier, der ist heute ein bisschen zu groß, weil ich habe aufgrund der Reise nicht alles dabei. Normalerweise wäre ich ungefähr auf der Entfernung. Jetzt sieht man mich im Bild vielleicht schlecht, aber der Ton ist natürlich ein ganz anderer. Gänsehautfaktor. Und wenn man dann, damit machen wir auch ein paar Werbeaufnahmen, wenn wir Werbung einsprechen. Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Podcast-Folge. Heute geht es darum, dass wir einen wunderbaren Audioton bekommen. Der ging jetzt tatsächlich in die Hose gerade. Der war verzerrt. Aber der war überschrieben. Das mag der Internetgeschwindigkeit geschuldet gewesen sein. Okay, dann machen wir das nochmal. In der aktuellen Folge geht es darum, dass wir mit einem Mikrofon von Rode VideoMic NTG einen wunderbaren Werbespot einsprechen. Jeder Hörer wird jetzt die wunderbare Audioqualität hören. Ich hoffe, das kam durch. Nee, es sieht aus, als wenn es nicht durchgeht. Naja. Wir schulden das der Internetverbindung momentan. Das Schöne ist, ich zeichne hier die Audio nochmal auf. Das heißt, ich kann dir die Audio gerne nochmal zuschicken in Originalqualität. Also dieses Mikrofon für Podcasts geeignet, für Aufnahmen, wenn ihr Online-Konferenzen macht. Wir zeichnen damit sogar Online-Kongresse und Kurse auf. Wenn man das richtig aufstellt und angenehme Entfernung hat, dann ist das perfekt. Was kann man damit aber noch machen? Wenn man jetzt so eine Spiegelreflexkamera hat oder ein Smartphone und man ist jetzt vielleicht mal in einem Hotel, also so wie hier, dann kann man das Ding daneben stellen und kann das mit so einem kleinen Anschluss, so ein kleines Kabel direkt mit dem Smartphone verbinden und dann kann man auf dem Smartphone seinen Podcast aufzeichnen. Man kann geile Voice-Nachrichten aufzeichnen. Man kann auch Zoom-Meetings über Smartphone, also in guter Bildqualität und guter Tonqualität machen. Leute, Smartphone und Rode VideoMic NTG mit dem passenden Kabel habt ihr Zoom-Qualität in Audio und Video in perfekt. Ohne, dass ihr eine fette Kamera mitschleppt. Und wie gesagt, das Smartphone haben sie sowieso in der Tasche. Haben wir dabei, genau. Aber das ist jetzt der Knaller. Dieses Mikrofon kann zusätzlich auf jede Kamera raufgesteckt werden und fungiert auch als Kameramikrofon, dass, wenn ihr draußen aufnehmt, auch noch bei Wind damit aufnehmen könnt. Es ist in meinen Augen ein Arounder. Ich habe es immer dabei. Und es ist ungefähr von der Größe ist es so groß wie so eine Flasche von irgendeiner bekannten Getränkemarke. Ja, so ungefähr. Pi mal Daumen. Also ich versuche mal, ich weiß, dass du deinen Bildschirm nicht anhast, aber ich versuche mal meins jetzt reinzuhalten. Du hast ich sehe dich. Vom Rode USB NTG gesprochen, das wird ähnlich sein. Ja, warte kurz, ich mache dich mal ganz kurz groß. Nee, es ist weitaus schmaler, wir schicken dann aber ein Foto rein. Also ich habe jetzt zum Beispiel das Rode weitaus schmaler, kleiner. USB, dreh's mal wieder zu mir, damit der Ton wieder gleich ist. Kostenpunkt, weiß ich gar nicht mehr, unter 100 € das Gerät. Auch sehr Wartet, klein. ich raschel jetzt. Ich raschel für euch jetzt. Das Mikrofon in die Kamera an, da siehst du, jetzt haben wir ihn endlich soweit. Ach, guck einer an. Also, das ist ja ein Knüller. Ne? Ja. Und angeschlossen mit dem Ding hier. So, jetzt muss ich einmal einen Knopf drücken, weil. So, zack, zack, zack. So, jetzt müsstest du mich wieder hören. Ja, Achtung, ich rasche nochmal. Ja gut, okay, das ist natürlich eine ganz andere Liga. Also meins ist hier so zum Hinstellen, das Ding. Aber ich bin auch ganz begeistert, weil früher hatte ich immer hier so einen Schwanenhals, wo so ein riesen Mikrofon dran war und das konntest du auch nicht mitnehmen. Und das Ding hier ist ruckzuck eben mal in den Rucksack gesteckt und das hast du immer dabei. Ton finde ich völlig in Ordnung. Wobei auch da der Magic Moment ja von dir kam, dass du gesagt hast, Leute, Ton ist eine Schallwelle und diese breitet sich aus. Also es gibt ja ganz viele, die so das Mikrofon an den Mund halten. Das ist auch sehr angenehm. Wie auf dem Rollercoaster, auf dem Schützenfest. Aber du hast gesagt, Leute, so 20 Zentimeter vom Mund weg sollte das Mikrofon stehen, damit es vernünftig arbeitet. Und ungefähr so diese Entfernung hat man, also wenn man das Mikrofon so in der Hand halten würde, hat man ungefähr so diese Entfernung, damit der Schall sich größer macht und hier ankommt. Wenn man Podcasts macht, dann hat man das Podcast-Mikrofon ja meistens so vorm Mund und ungefähr diese Entfernung
so fast 1,5 Handlängen. Und dann hat man so einen angenehmen, brummenden Ton. Dann kann man so wunderbar reinsprechen. Ich bin hier wirklich an dieser magischen Grenze. Ich bin fast so 40 Zentimeter entfernt. Dann ist der Raum extrem groß und hallig, weil ich spreche ja gegen eine Wand. Damit ich das Licht habe, spreche ich gegen eine Wand. Und dementsprechend kommt natürlich auch viel Hall zurück. Macht ja Sinn. Und zweitens ist ja alles irgendwie verfließt und verspiegelt. Und man hört's. Das ist halt extrem hallig, weil hier kein Teppich oder sonst was liegt. Dieses Mikrofon, nur dass man es mal gehört hat, ca. 230 Euro. Okay. Also auch nicht so teuer. Auch das werden wir mit in die Shownotes nehmen. Ich bin einfach mal so frech und packe meins mal mit in die Shownotes. Wer sagt, der Ton ist auch in Ordnung, liegt irgendwo bei um die etwas unter 100 Euro. Aber du hast gerade noch was ganz Spannendes angesprochen, wo auch viele nachgefragt haben. Wie richte ich mir ein Tonstudio ein? Da habe ich so ein bisschen geschmunzelt und habe gedacht, Leute, ihr braucht kein Tonstudio, man muss so ein paar Tricks vielleicht drauf haben. Also man sollte nicht gegen die knallharte Wand sprechen, hängt euch ein paar Bilder hin, stellt euch Möbel auf. Was sind deine Tricks, damit der Ton halbwegs rüberkommt, um das Ding auch zu Hause aufzunehmen? Und komme jetzt nicht wieder mit dem Schrank, den Podcast im Schrank aufnehmen. Jein, also wir sind da schon dicht am Schrank dran. Ich habe so um die 2000, um die 2007er habe ich Hip-Hop produziert in Berlin. Ich hatte eine Plattenfirma gehabt, eine kleinere für Hip-Hop und R&B. Und meine Anfänge fanden, so peinlich, wenn ich das schon erzähle, die fanden tatsächlich in einem Kleiderschrank statt mit Eierpappkarton. Wenn ich das so erzähle, klingt das echt behindert, aber das ist eine andere Geschichte. Eierpappkarton, weil es geht bei Schall immer darum, dass wir den Schall brechen wollen. Also wir wollen ja Schall brechen. Oder aufsaugen. So, und wenn man jetzt sagt, man nimmt einen Podcast auf, die meisten haben einen Schreibtisch. Da habt ihr wahrscheinlich alle euer Mikrofon drauf stehen. Und wenn das über dem Schreibtisch hängt, dann ist auf dem Schreibtisch was? Ein Monitor für euch, der den Schall zurückspiegelt. PS, wenn der auch noch curved ist, herzlichen Glückwunsch, da habt ihr wie so eine kleine Satellitenschüssel, die den Schall zurückdonnert. Und dann habt ihr unten ja eine Tischplatte. Das heißt, wo soll der Schall denn hin, außer wieder zurückkommen? Und ich mache es so, wenn wir Aufnahmen machen, klar, wir haben jetzt ein Studio, aber wenn ich es unterwegs mache, ich lege mir auf die Tischplatte einfach ein Handtuch. Reicht meistens schon aus. Und für die sagen, ich muss leider noch Handtuch auf die Tischplatte. Ich muss leider noch mal, ihr habt es gesehen. Also wer es gesehen hat, gerne noch mal zurückspulen. Ich habe das Mikrofon gezeigt. Da ist so ein Puschel drauf gewesen. Dieser Puschel nennt sich Dead Cat oder Plopschutz. Und der hat einen Hintergrund. Weil der so eine Fluse in hat, wie so eine kleine Krake, fängt er den Schall ab und bricht den quasi, bevor der überhaupt im Mikrofon ankommt. Der nimmt minimal so vielleicht 10-15% Schall raus. Also der dämpft das Ganze. Das heißt also, Handtuch auf den Tisch, so ein Plopschutz oben rüber, so ein Flusel, also Dead Cat oder Windfilter einfach mal eingeben. Dead Cat, so wie tote Katze, ja? Ja, Dead Cat wie die tote Katze. Es gibt wirklich Leute, die sitzen, es gibt für diese Dinger sogar Kämme. Ich kenne Leute, die sitzen da und kennen die. Crazy Dudes. Also jeder hat die schon mal im Fernsehen gesehen bei den Tagesthemen und wenn der Reporter vor Ort draußen steht. Ich habe immer gedacht, die sind dafür, um die Windgeräusche nicht im Mikrofon zu haben. Ja, richtig. Aber also ja, sie nehmen die Windgeräusche weg, Schritt A. Aber was ist denn Wind? Wind ist ja auch nichts anderes als ausgebreiteter Schall. Und dementsprechend, also klar, Wind hat ja noch Störungsfaktoren wie was man jetzt so ein bisschen hört. Aber die Dead Cat nimmt das raus und dementsprechend nimmt sie auch den Raumhall raus. Achtung, ich raschel mal kurz. Ich spreche mal vorher noch mal rein, dass das einmal hört. Sorry dafür, Leute. Und jetzt einmal ohne die Dead Cat. Oh ja. Und das sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ne, was da kommt. Achtung, ich raschel wieder. Kann ich mich kurz stumm machen, dass man mich kurz nicht hört, damit ich nicht so raschel? Du darfst ruhig rascheln, Olli. Also wenn einer alles darf, dann du. So, jetzt habe ich hier das halbe Setup auseinandergenommen. Herzlichen Glückwunsch. Aber für euch mache ich das alles. Das ist gerade das Geile, dass du uns wirklich so einen Blick hinter die Kulissen gibst und du machst ja das tatsächlich, dass du so die Magier-Tricks, die Ticks auch, die Magier-Tricks preisgibst, dass man mal. Weil das sind die ersten Schritte. Hat. Finde ich super. Ich meine, es gibt so viele Leute da draußen, die sagen, oh, ich würde so gerne mal ein YouTube-Video machen oder ich würde so gerne mal einen Podcast machen. Aber bis ich so weit bin, dass ich dieses ganze Setup, wie dieser große Oliver Albrecht oder wie sie nicht alle heißen,
Leute, ihr habt das Setup dafür meistens schon in der Tasche. Das schleppt ihr mit euch herum, das Handy. Ich kenne zum Beispiel die Anfänger noch von einem der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands, das ist von Dirk Kräuter. Olli, du wirst es bestätigen können. Der Dirk hat früher seine Podcasts einfach nur mit dem Handy aufgenommen. Der hat im Auto gesessen und hat eine Podcast-Folge Habe ich heute auch versucht. Ja, und es geht einwandfrei. Das beste Mikrofon und die beste Kamera ist immer das, was du dabei hast. Wenn du die geilste Idee für einen Podcast hast und du hast kein externes Mikrofon dabei, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Schreib's dir auf und nimm ihn in 14 Tagen auf, dann haben es vielleicht 10 andere auch schon gemacht. Oder nimm dein Handy und sprich einfach da rein. Es funktioniert, es geht. Es ist nicht die gewohnte Audioqualität wie daheim mit dem Rode Standmikrofon. Okay, aber make it. Und das. Soll ich was Ekelhaftes? Also ich weiß nicht, also es ist nicht ekelhaft, weil die sind frisch, aber ich habe halt auch einen Trick, was ich immer dabei habe, wenn ich kein Mikrofon dabei habe. Und die hat man eigentlich immer dabei, wenn man auf Reisen ist. Also für alle, die unterwegs sind und sagen, ja, aber ein Mikrofon habe ich nicht, ich habe nur mein Smartphone. Also die Mikrofone sind recht gut. Die sind nur leider recht windanfällig. Und ich habe heute draußen gesessen zur Mittagspause und habe mich in so eine Bucht gesetzt und habe gedacht so, oh geil, wie wär's denn so ein Podcast mit Meeresrauschen? Andere bezahlen dafür viel Geld, ich nehme den einfach mal so auf. Und ich fand das so witzig, weil ich dann überlegt habe, okay, ich mache eine Testaufnahme. Ich habe eine Testaufnahme mit den AirPods gemacht. Ich darf sagen, das ist scheiße. Das ist absolut. Das liegt aber daran, dass Leute, vergesst AirPods, bitte, ja. Ja, die Qualität ist halt, also ich habe einen sehr hohen Qualitätsanspruch, aber nee. Das ist so eine Notlösung. Das ist sowas, was ich gerade so zulasse, wenn notwendig. Dann habe ich es probiert mit der Kamera vom Handy. Mit dem Mikrofon vom Handy. Problem ist, hier sind so Löcher und da kommt dann Wind rein. So. Und dann habe ich überlegt, wie kann man das einfacher machen? Jetzt kommt hier der Hack des Jahrhunderts. Was habt ihr denn alle dabei? Taschentücher. Socken. Nein. Wenn man auf Reisen ist, dann hat man so ein paar Socken doch dabei. Ist nicht und wenn dein man die Socken so zusammenfaltet, also wenn die frisch sind, bitte keine benutzten Socken, das wäre jetzt zu krass, aber wenn das frische Socken sind und die sind als Knäuel, das riecht man nicht, zum Glück. Jetzt muss ich meine Socken wieder anziehen. Leute, was ist hier in diesem Podcast los? Du ziehst den Socken über das Telefon, oder? Yes, of course. Also du hast 2 Socken und machst da so ein Sockenbündel. Und diese Sockenbündel machst du wie so ein Plopschutz einfach über das Mikrofon des Telefons. Und dann hast du einen Windfilter. Olli. Sorry, ich hatte vorhin keinen Windfilter und ich hatte nur Socken mehr. Aber ich muss dazu sagen, es waren frische Socken. Nun scheitert es bei manchen vielleicht an den Socken und die sind jetzt schon in ihrer Dann nehmt euer T-Shirt oder euren Schlipper. Ich bin hier in der Regel nur mit Flipflops unterwegs, ohne Socken und überlege gerade. Aber einen Schlipper hast du, ein T-Shirt. Na, Olli, lass uns. Okay. Also aber ich würde sagen, also Not macht erfinderisch, wenn ihr was aufnehmen wollt und ihr habt einen Hammer. Raum. Ich finde das genau aus dem Grunde den Hammer, weil mir ging genau diese Situation hatte ich vor 2 Tagen. Ich habe bei uns unten am Strand gesessen und hatte eine sensationelle Idee. Und es ist ja nicht immer nur die Idee, sondern es gibt so Situationen, da hast du genau die richtigen Worte dafür und willst diese Worte dann auch sofort dann digital aufnehmen. Und ich habe gedacht, das musst du den Menschen jetzt sagen. Und dann habe ich das versucht und es hörte sich fürchterlich an. Ich habe genau diese Wege beschritten. Erst die AirPods genommen und dann das Handy genommen. Und es war zu windig, man hat wirklich auch das Meer gehört. Es hörte sich scheiße an. Da habe ich gedacht, nee, es ist hier zu windig, warte bis zu Hause. Olli, das Ding habe ich bis jetzt noch nicht im Kasten. Den habe ich bis jetzt noch nicht aufgenommen. Jetzt weißt du wie. Also, wenn ihr das ausprobiert, dann schickt uns bitte eure Sockenfotos oder markiert uns auf euren Sockenfotos für den Podcast. Absolut. Der Erste, der einen Socken-Podcast aufnimmt mit dem Smartphone, der kriegt hier ein Coaching for free von, weiß ich nicht. Ich muss noch mal ein paar meiner Experten hier befragen. Womit wir beim Thema wären, Olli, du machst das ja nicht nur hobbymäßig, sondern du machst das beruflich. Also du hast es vorhin selber gesagt, ich hätte es nicht angesprochen, aber du hast es selber gesagt, du hast solche Leute wie Hermann Scherer begleitet, du hast Tobias Beck begleitet, du hast Dennis Scharnwehmer begleitet, also wirklich Größen in der Szene begleitet. Du machst nicht nur Video, das reduziert dich immer so ein bisschen, sondern du machst Marken, du machst Menschen wirklich zu Marken und begleitest sie auf dem Weg zum Markendasein. Nimm uns da mal ein Stück mit. Also A, sind sie schon alle Marken? Also egal wer anfängt, ihr seid schon eine Marke.
und das meine ich jetzt nicht so, wie das unsere Eltern uns immer gesagt haben, so von wegen, na, du bist mehr eine Marke, sondern da steckt auch ein bisschen das Ernsthafte dahinter. Wir sind alle im Grundsatz eine Marke. Eine Marke bedeutet nur etwas, was etwas darstellt. Also, wenn man das Wort Marke halt mal auseinander nimmt, dann kommt man dazu, dass es eine Darstellungsform ist. Das heißt, wir sind alle eine Marke. Jetzt gilt es darum zu gucken, wie hell oder wie groß leuchtet diese Marke. Und was ich mit meinem Team mache, ist, wir schauen uns halt immer die Menschen an, die da sind und gucken, was machen die denn eigentlich? Was sind denn so die Sachen, die sie besonders gut können? Was sind die Sachen, die sie vielleicht schon machen, wo man merkt, dass sie sogar schon Spaß haben dran? Und darum geht es auch übrigens. Und dann nehmen wir die und kombinieren die alle in so ein kleines Häufchen. Als Beispiel, der typische Markenweg beginnt für viele im Kopf bei: Ich brauche eine Webseite, ich brauche Visitenkarten, ich brauche ein Facebook- und ein LinkedIn-Profil und ein Instagram-Profil und dann kaufen die Kunden bei mir. Bullshit. Absoluter Bullshit. Sorry dafür. Ich habe so viele wunderbare Menschen in den letzten Jahren auch begleitet und ich habe auch Kunden mal gehabt, die haben wir nicht begleitet. Da haben wir Auftragsarbeit gemacht. Die kamen: Ich will eine Webseite. Hier hast du deine Webseite. Ja, warum verkaufe ich? Ich verkaufe ja nichts, die Webseite ist scheiße. Nee. Schön bei dir bleiben. Nicht mein Problem, dass du keinen Traffic auf deine Seite ballerst. Also das ist so ein kleiner Feder, der sich jetzt so angetriggert fühlt und sagt: Olli, das ist jetzt aber schon ein bisschen Kacke von dir. Ja, richtig. Wenn ich eine geile Webseite habe und ich kriege keinen Traffic drauf, dann kann auch keiner kaufen. Wichtig ist, so eine Kombi aus allem zu machen, als Marke zu gucken, was wollen meine Kunden, also was suchen diese Menschen, mit denen ich arbeiten möchte? Was kann ich denen geben? Wie kann ich denen das schmackhaft machen und präsentieren? Und quasi auch ein bisschen die Angst und die Glaubenssätze nehmen. Und dann, wie mache ich daraus ein attraktives Produkt, da muss ich halt schon fast wieder jemanden zitieren, was dafür sorgt, dass du gekauft wirst. Und das ist diese Marke, die man dann bildet. Und da ist Video nur ein Teil, also ein guter Teil, und ich liebe den Teil und ich mache den total gern auch, aber es ist einer der Teile. Und das ist halt meistens, dass Firmen kommen und sagen, wir wollen den Film, und am Ende merken sie, dass der Film nicht verkauft, weil der Rest nicht stimmt. Deswegen in meinen Augen, wir bauen Marken dann so auf, dass wir sagen, wir gucken uns das große Ganze an, und so hart es jetzt klingt, ich rate sogar fast 80% aller Trainer und Redner da draußen von einem eigenen Imagefilm ab. Da sind sie noch gar nicht. Beim Imagefilm scheiden sich auch die Geister, glaube ich. Ne? Also es gibt da viele, die darauf schwören und sagen, jawohl, das ist das Geilste, was ich je von dir gesehen habe. Und es gab ganz viele, die sagen, okay, jetzt ist er völlig abgespaced und völlig abgehoben, mit dem will ich gar nichts mehr zu tun haben. Imagefilm finde ich ganz schön gefährlich. Aber du hast letztens in unserem Telefonat was ganz Spannendes gesagt, Olli. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Und zwar, ich will die Marke gar nicht nennen. Ich ahne es schon. Ja, ich ahne schon, wohin es geht. Olli hat gesagt, er ist für eine wirklich sehr, sehr bekannte deutsche Firma von einer sehr... Ein Automobilhersteller. Automobilhersteller engagiert worden, um einen Film zu drehen mit einem Budget im sechsstelligen Bereich. Und über das Niveau müssen wir nicht sprechen, das ist selbstverständlich natürlich Weltklasse. Aber deine Frage am Schluss dieses Projektes war einfach, was ist der zweite Schritt, was kommt jetzt? Und dann schaust du also wirklich bei einem renommierten internationalen Automobilhersteller in fragende Gesichter. Fehlt das da? Na, so Fragen waren die nicht. Die waren schon sehr entschlossen, dass der Film nur im Showroom läuft. Für sechsstellig im Showroom. Ja, klar, versteht sich doch von selbst, weil es geht bei Filmen immer darum, sich selber etwas zu rechtfertigen. Also viele glauben, Film ist für sich die Darstellungsform, zu zeigen, ich kann's, ich bin schon wer, ich hab schon und ich bin anderen voraus. Und da haben sie ja auch nicht so Unrecht, weil ein Film meistens im Budget so liegt, dass man sagt, da muss ich schon ein paar Euro auf der Bank haben, um zu sagen, ich kann mir das leisten. Ein Film beginnt in der Regel nicht unter 5.000 bis 6.000 Euro. Die musst du auch erstmal als Kapital stemmen, weil in erster Linie sind die erstmal weg. Die hast du ausgegeben. Die kommen auch nicht sofort wieder rein. Da gibt's kein, morgen habe ich 100 Leute auf meine Anzeige geballert und das Ding ist wieder drin. Es sei denn, du machst irgendeinen High-Price-Verkauf. Aber zurück zu deiner Frage. Entschuldigung, bitte. Ich bin ja mal so emotional.
Die Frage zielte eigentlich darauf, wenn jetzt der Trainer, der Coach, der Berater, wer auch immer zu dir kommt und sagt, Herr Albrecht oder Herr Olli, ich würde jetzt gerne mal mit dir einen Imagefilm machen, weil ich cool bin, weil ich gut bin, weil ich will, dass die Leute das wissen, und lass uns einen Film machen. Denken die nicht darüber nach, was ist der zweite Schritt oder was ist das Ziel dieses Films oder was kommt danach? Sie können gar nicht drüber nachdenken, weil es einem keiner sagt. Also das wäre ja so, als ich mich daran erinnere, als ich mit der Trainerbranche damals in Kontakt gekommen bin. Dann hat man gesagt so, ja, Mentoring. Und dann habe ich immer so Mentoring damals noch belächelt und gesagt, ja, Mentoring, da brauchen sie alle irgendwen, der denen erklärt, wie das Leben funktioniert. Aber so unrichtig ist es nicht. Ja, warum brauchen wir denn jemand, der uns sagt, wie es läuft? Weil, wenn wir es schon wüssten, dann würden wir es ja machen. So. Und im Film ist es nicht anders. Wir glauben dann, wenn wir den Film haben, läuft das von allein. Das ist auch so ein bisschen wie so ein Rettungsanker, den wir dann rauswerfen und sagen, so, jetzt habe ich was investiert, jetzt wird das laufen. So. Man muss den Leuten da Klarheit schaffen, das versuche ich auch immer wirklich ganz ehrlich zu machen, so transparent, wie es nur geht, zu sagen, warum willst du einen Film haben? Wo willst du hin? Was ist denn deine Reise? Und dann auch zu sagen, kannst du dir vorstellen, dass wir mit dem Budget etwas machen können, was weitaus mehr Sinn macht? Also was dir auch wirklich einen Traffic bringt. Denn Film ist schön, aber jetzt haust du den wohin? Auf deine Webseite, die keiner kennt? Auf deine Webseite, die vielleicht noch schlecht aussieht? Oder vielleicht auf deine nicht vorhandene Webseite? Also, oder auf deinen YouTube-Kanal, der keine Abonnenten hat. So, und deswegen ist der Gedanke, ein Film sollte ja auch eine gewisse Reichweite ziehen. Das heißt, Fernsehen, Kino oder auch eine Ad. Von mir aus auch eine Ad in irgendeinem sozialen Kanal. Aber dafür brauchst du auch ein paar Euro. Und wenn du die nicht einplanst, dann hast du 5.000, 6.000 Euro ausgegeben für einen Film, den du am Ende im Seminarraum mit 3 Teilnehmern zeigst, die du auf der Straße gewonnen hast als Lied. Herzlichen Glückwunsch. Naja, und zu Weihnachten im Familienkreis, wenn Oma und Opa zu Besuch sind. Genau, oder packst ihn in deinen WhatsApp-Status oder so. Bei den Leuten, die ich schon kenne. Und das finde ich bei dir so bewundernswert und genau darauf wollte ich hinaus, Oliver, dass du eben derjenige bist, der das auch hinterfragt, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich will jetzt hier einen Imagefilm machen und du setzt dich dann erstmal entspannt zurück und lehnst dich zurück und sagst, sag mal, wo willst du überhaupt hin? Was willst du damit erreichen? Und was hast du damit vor? Und dementsprechend kann man ja vielleicht noch das eine oder andere Gleis in der Richtung verändern und sagen, du, pass auf, wenn das dein Ziel ist, dann sollten wir vielleicht mal darüber nachdenken, statt A, B zu machen oder links abbiegen, anstatt rechts abzubiegen. Und das finde ich so sensationell. Also du bist nicht so dieser Dienstleister, ich gehe zum Fotografen und sage, ich hätte gerne ein Foto von links, eins von rechts und eins von vorne, sondern der fragt, was haben Sie denn damit vor, Herr Schinkel? Wofür? Wo denn damit hin? Genau. Und vielleicht hat er einfach mehr Ahnung als ich. Ja, nein, letztendlich ist es ja auch unsere Lebenszeit und wenn meine Lebenszeit gut bezahlt wird, dann kann mir das auch herzlich egal sein. Also am Ende kriegt der Kunde bei mir, der kann 3-mal einen Einwand haben. Am Ende hat er recht, wenn er will. Wenn er es bezahlen kann, kann er auch recht haben. Herzlichen Glückwunsch. Mir ist es doch egal. Den Satz muss ich mir merken. Den Satz muss ich mir merken. Wenn er es bezahlen kann, kann er auch recht haben. Der ist gut. Den muss ich mir aufschreiben. Ist doch so. Also, ich wehre mich ja jetzt nicht dagegen, Geld zu verdienen. So schlimm wird es nicht um mich stehen. Also, ich liebe meinen Job und ich liebe das, was ich tue. Und ich berate Menschen wirklich aus dem Herzen und sage dann auch, du, ich habe eine Idee. Oder manchmal, also, was heißt manchmal? Eigentlich bin ich auch nur im Overdelivern. Bei Dennis seinem geiles Leben-Event wurden wir angefragt, ob wir das Livestreaming machen. Dann habe ich gesagt, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Licht. Und dann habe ich einen Sascha Hess angerufen und habe gesagt, Sascha, wie sieht's denn aus? So Licht, Bühne, Ton, so. Ich hätte gern so eine richtige Party in so einem Raum. Und sagte, ja, können wir machen. Dann haben wir Dennis ein Angebot geschickt und Dennis hatte keine Ahnung. Wir haben ihn danach gefragt, er hatte keine Ahnung, was ihn erwartet. Der kommt in die Location, durchsichtige Bühne, unten komplett beleuchtet. Das Ding, das sah aus, als wärst du irgendwo, also ich will jetzt nicht schon wieder Schleichwerbung machen, als wärst du bei The Voice. Da waren 85 Zoll Monitore aufgestellt, da waren 4 Kameras aufgestellt, da war richtig Party in dem Raum. So, für eine Person, die da vor der Kamera rumspasst, also nicht spastet, aber rumhampelt, ne? Also so spastet im Sinne von Party macht. Dennis hat richtig Party gemacht. Ganz alleine vor der Kamera. Aber wir haben aufgebaut, als hätte er 5000 Teilnehmer. Weil, und das ist das große Learning für jeden, der von zu Hause irgendwas macht. Wenn ihr was macht, Rico hat es vorhin übrigens für uns gemacht, für uns beide, als ihr noch nicht zugeschaut habt. Mucke, Musik, macht euch eine geile Stimmung.
Macht euch einen fetten, geilen Raum. Und das ist das, was ich hier hinter mir habe. Ich liebe dieses Licht, deswegen mache ich mir das. Mache ich nicht nur für euch, sondern für meine eigenen State. Und das kriegt man auch nur, wenn man sagt, hey, ich habe Bock, ich weiß nicht, was ich machen soll. Olli, hast eine Idee? Und wenn man dann zulässt, zu sagen, mach mal was. Wenn man aber sagt, ich will so ein Licht nicht, kriegst du so ein Licht nicht. Ich sag dann 2-3 Mal was, wie ich es eben schon sagte. Ich sag 2-3 Mal, Digga, aber wegen dem Licht so, also Licht wäre schon besser. Am Ende ist mir egal. Klingt hart, aber meine ich wirklich aus dem Herzen. Weil ich habe ganz viele Kunden versucht, ewig lange, immer wieder, also dann, du steckst dann ganz viel Energie rein als Dienstleister oder ich will auch als Partner wahrgenommen werden. Ganz viel Energie in die Beratung und versuchst die Meinung des anderen zu ändern, aber das ist ja Schwachsinn, weil er hat ja seine Meinung. Und wenn er die nicht ändern will, dann... Ich will das mal ein bisschen weicher formulieren. Ja, bitte. Nicht, dass man jetzt denkt, der Oliver kommt und sagt alles das, was du... Olli hat das vorhin eingangs ganz toll gesagt. Die Leute sind alle schon gut. Man muss ein bisschen sein. Also Olli wird nicht hingehen und wird sagen, alles das, was du machst, ist scheiße und das, was ich dir sage, das ist sensationell. Aber Olli hat einfach eine Expertise, wo es sich lohnt, vielleicht mal hinzuhören und wo es sich lohnt, vielleicht mal den einen oder anderen Tipp wenigstens auszuprobieren. Ein Hermann Scherer, ein Tobias Beck, ein Dennis Scharnweber können auch nicht unbedingt irren. Womit wir dann auch den Bogen mal schlagen, du sitzt ja nicht nur einfach in einem Hotel auf Teneriffa und unterhältst dich gerne mit dem Rico auf Zypern. Und doch schon? Ja, das auch. Ich genieße das auch unheimlich. Aber du hast ja auch durchaus auch einen ehrbaren Beruf und verdienst auch deine Brötchen damit. Wenn jetzt Leute kommen und sagen, ey, ich hätte echt Bock mit dem Olli mal was zu machen und von dem was zu lernen. Was ist denn da so dein Einfallstor? Also es gibt viele Wege. Als allererstes gebe ich jedem immer so die Idee, wir haben jetzt gerade einen Funnel aufgebaut, wo es um das Thema Sichtbarkeit nochmal per se geht. Also das heißt, ich habe für einen Kongress ein Buch geschrieben also kein richtiges Buch, es waren 12 Seiten, aber ich habe da mal so ein bisschen aufgemacht, was bedeutet eigentlich Sichtbarkeit und wie kann man das für sich aufbauen, so einen kleinen Circle gebaut. Das gibt es als E-Book und als Hörbuch, den Link packen wir gerne in die Shownotes. Wer sagt, ich will das alles mit diesem ich will Storytelling machen, ich will Licht machen, ich will das mit der Kamera vielleicht alles selber machen, weil ich habe keinen Bock, mir einen Dienstleister zu holen oder einen Partner. Ist das vollkommen verständlich? Dafür habe ich ein Produkt, die Video Marketing Masterclass. Der Name ist ein bisschen falsch geraten. Eigentlich heißt es Sichtbarkeitsacademy, aber anyway, da lernt man wirklich alles, was ich in 13 Jahren mir erarbeitet habe, in der Kurzform. Da habe ich das alles mal richtig runtergebrochen. Alle Fragen, die man so haben kann. Und wer dann sagt, ich will wirklich weitergehen, und ich würde gerne mal meine Marke aufbauen. Als allererstes ist es bei uns immer, ich nehme mir eine Stunde und wir hören mal rein und gucken mal rein, wo willst du überhaupt hin? Und ganz wichtig, bin ich überhaupt der Richtige, der dir helfen kann? Nochmal, bin ich überhaupt der Richtige, der dir helfen kann? Wenn ich das nicht bin, dann sage ich dir das ganz ehrlich und dann spreche ich vom Herzen eine Empfehlung aus meinem Netzwerk aus der Online-Denken-Community. Da sind auch Kollegen bei, mit denen ich sehr, sehr eng zusammenarbeite. Herr Decker, dann haben wir, wen haben wir noch bei? Locho haben wir bei, Rico haben wir dabei. Also so viele Leute, die ich da drin persönlich kenne und von ihrer Arbeit überzeugt bin, wo ich dann sage, Digga, ich kann dir nicht helfen. Aber geh mal bitte zu dem, der ist der Richtige. Und dafür bezahlt man bei mir noch nichts. Und wenn man dann sagt, ich will das umsetzen und ich will jemanden haben, der mich begleitet, dann fängt man an zu bezahlen. Und dann sprechen wir darüber, was macht Sinn. So, das ist so der Weg. Und alle anderen Impulse gibt es immer for free. Absolut. Und ich kann jedem Einzelnen tatsächlich nur ganz wärmstens ans Herz legen, dem Oliver mal zu folgen, bei Instagram, bei Facebook, Social Media unterwegs zu sein. Bei uns in der Online-Denken-Gruppe ist er auch unterwegs, haut immer mal richtig geiles Zeug raus, geile Impulse. Auch mal so zwischendurch so ein paar Facts for free. Also wie kann ich zum Beispiel mit kostenlosen Apps für die Handys richtig geile Videos machen. Und stimmt, haben wir rausgeknallt für InShot. Für InShot, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich gedacht, ich bin ein guter Freak bei InShot, als ich deine Fun Facts gesehen habe. Ich habe da gestanden und ich habe Bauklötze gestaunt. Alleine dieser Tipp, bei 14,9 Sekunden für 0,1 Sekunden Text einblenden mit dem Pfeil nach jetzt hier unten weiter gucken. Ich habe gedacht, Rico, warum bist du in den ganzen Jahren da nicht drauf gekommen? Verdammte Scheiße.
Ja, oder auch diese ersten 0,3 Sekunden, dieses erste Bild, dieses Vorschaubild. Ich sehe so viele wundervolle, also wirklich, ich krieg die Videos ja dann angezeigt und guck mir die Insta-TV-Videos manchmal an und denk so, geiles Ding. Und dann sehe ich das Vorschaubild, wo jemand so macht. Und denk so, oh, Digga! Genau. Da krieg ich auch wirklich innerlich so ein, ich habe mir auch die Zähne schon weggeknirscht deswegen. Also für alle, die nicht wissen, worüber wir jetzt gerade reden, was besprechen die gerade mit InShot und mit Videos und so weiter, guckt mal gerne rein bei Facebook in der Gruppe Online-Denken. Da hat der Olli das Video gepostet. Der absolute Hammer. Und ich habe wirklich gedacht, ich bin bei InShot schon gut dabei. Und da habe ich noch so richtig was mitgekriegt. Da merkt man den Unterschied zwischen 80% und 120%, was du einfach da gibst. Und da hab vielen Dank auf jeden Fall für. Aber gerne, ich will es nur noch mal sagen, also auch du hast es heute so oft schon gesagt, dass ich Profi bin. Ich will das hier noch mal nachrahmen. Also ich habe 13 Jahre lang, also ich habe das nie studiert. Ich habe einen ganz bürgerlichen Beruf gelernt, Kaufmann Einzelhandel für Marketing und Tankstellenwirtschaft. Ich habe mir das erarbeitet 13 Jahre. Also ich will jedem hier auch Mut machen. Ihr könnt das selber erlernen und heute wahrscheinlich sogar noch schneller als damals, weil ich habe noch mit analogen Kameras gearbeitet. Also heute ist das super digital. Ich muss selber immer dranbleiben. Ihr könnt euch da reinarbeiten. Das ist nicht schwer und es gibt tausende YouTube-Tutorials. Also wenn euch da jemand irgendeinen Kurs verkaufen wollt, ihr könnt auch YouTube nehmen. Wenn ihr einen Kurs kauft online, bitte mit dem Gedanken, es ist nur eine Abkürzung. Es wird nie neues Wissen sein. Keiner von uns, auch ich nicht. Ich kann euch kein neues Wissen verkaufen. Ich kann es euch einfach nur anders präsentieren. Und wer da sagt, ich habe da Bock drauf, herzlichen Glückwunsch, willkommen. Und bitte, wenn du das hörst, du bist noch nicht in der Online-Community von Online-Denken, wirklich Mitglied werden. Ich habe viele Kollegen da schon gesehen, die da richtig geilen Stuff rausballern. Und wenn ihr Fragen habt, dann haut da bitte rein, weil auch meine Kollegen und ich, wir warten wirklich darauf auf eine Frage, die da kommt, wo wir dann sagen, hey, warte, wir können einen nachsetzen. Also wir haben halt viele Fragen nicht mehr. Und da sind wir echt auf euch angewiesen. Also traut euch bitte reinzuschreiben. Keiner von uns wird euch für doof verkaufen, sondern sagen, danke, dass ihr die Frage noch stellt. Danke. Mal so an der Stelle. An der Stelle danke, dass ihr da seid, du in Persona, wo ich dich jetzt am Mikrofon habe. Oliver, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, ich würde jetzt hier vom Stuhl fallen und du hättest jetzt noch die letzten 3 Minuten in dieser Folge für dich ganz alleine, was würde dir jetzt noch auf dem Herzen liegen, was du der Welt auf jeden Fall mitgeben willst? Als allererstes sollte man, wenn man rausgeht an den Markt als Trainer, als Berater, als Unternehmer, als jemand, der eine tolle Dienstleistung hat, sich eines klar werden. Du bist derjenige, der es verkauft und du bist auch derjenige, der gekauft wird. Deine Leistung hilft den Menschen, aber sie ist nicht das, weswegen Menschen dich kaufen. Du bist derjenige, der gekauft wird und der auch verkauft. Versuche immer, dich in deiner besten Variante zu sehen. Sei nicht so kritisch mit dir. Sei nicht so ekelhaft und sage, das kann ich noch nicht. Gönn dir einfach mal einen Fehler zu machen, denn das haben wir alle hinter uns und auch ich mache das tagtäglich. Du willst gar nicht wissen, was hier auf Teneriffa gerade alles schief lief. Es darf sein, es gehört dazu. Sei du, probier's aus und wenn du mal einen Rat brauchst, scheu dich nicht in irgendeine Community eine Frage zu stellen, denn am Ende des Tages haben alle Großen, egal wie groß sie sind, Berater und Agenturen hinter sich, die ihnen helfen, noch größer zu werden. Und da stellen sie ihre Fragen. Vielleicht machst du das in einer Community und hilfst damit auch anderen Menschen Fragen zu stellen. Und an der Stelle, last but not least, du bist die Marke. Sei es dir wert. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ein wundervoller Schlussappell. Ein Appell ist es nicht. Du meinst, ich kenne dich, ich weiß, du meinst es ehrlich. Oliver, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Wie gesagt, wenn ihr Oliver kontakten wollt, Facebook, Instagram, nehmt Kontakt mit ihm auf. Der ist ziemlich busy, der ist echt viel unterwegs und wenn ihr den anschreibt, wird er vielleicht auch nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden antworten, aber er antwortet auf jeden Fall irgendwann und wenn er irgendwann mal wieder, so wie jetzt gerade auf Teneriffa, einen Abend frei hat und den nicht unbedingt für uns im Podcast hierher gibt. Und ich hoffe, Oliver, dass wir bald dein Geheimnis lüften können, warum du auf Teneriffa bist und mit wem du da drehst. Ja, vielleicht darf ich das irgendwann verraten. Ich muss mal gucken. Also es wird irgendwann einen Punkt geben, wo ich dazu was sagen darf, aber aktuell verhält sich das so ein bisschen schwierig, denn ich habe morgen auch noch eine Einreise vor mir und da muss ich mich so ein bisschen zurückhalten aktuell, weil das könnte halt sonst schwierig sein.
Aber ich kann euch sagen, es hat sich gelohnt. Es waren wundervolle 5 Tage. Ich habe auch ein bisschen für mich was mitgenommen auf dieser Reise. Und für jeden, der irgendwie sagt, Reisen ist gerade schwierig, ja, es ist schwierig, aber genießt die Zeit zu Hause, denn ich freue mich übrigens ganz ehrlich, ich freue mich schon auf zu Hause. Darf ich sagen, weil meine Frau schaut gerade zu und ich freue mich schon, morgen endlich wieder zu Hause anzukommen. Dann alles Liebe an deine Frau an dieser Stelle und vielen Dank, dass wir uns den Oliver für heute Abend ausleihen durften. Ausleihen an dieser durften. Stelle, Sehr gerne. liebe Leute, bleibt uns gewogen, wenn es euch gefallen hat. Geht gerne, wenn ihr den Podcast gehört habt, geht zu iTunes, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wenn ihr sagt, hat mir überhaupt nicht gefallen, fand ich totalen Käse. Tipp an dieser Stelle, geht nicht zu iTunes, gebt uns keine 5-Sterne-Bewertung. So einfach ist das. Ansonsten lade ich euch ganz herzlich ein, was der Olli gesagt hat, kommt in die Online-Denken-Community, Facebook-Gruppe. Ist völlig kostenlos, laufen ein paar richtig geile Leute rum, absolute Top-Experten, die schon mit ganz Großen gearbeitet haben, die wissen, wovon sie reden und einfach ihre Freizeit da ein bisschen nutzen, um Menschen weiterzuhelfen. Das finde ich ganz großartig und ganz großartig auch von dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Viele Grüße nach Teneriffa. Vielen Dank, Oliver Albrecht.